Leute, wie geht's, wie steht's, Alter? Hier jetzt im eiskalten Berlin und jetzt genau, wenn man hinguckt, am Alexanderplatz. Und zwar bin ich in Berlin gelandet, auch sehr gut. Yeah, endlich, Mutti! Hab jetzt 2 Wochen gebraucht, um mich so ein bisschen zu akklimatisieren, hab gearbeitet, hab gechillt, hab Schlüssel von 2 Wohnungen bekommen, wohnen mal hier, wohnen mal da. Und jetzt ist mein erster Termin und zwar war ich gerade bei der U-Bahnhof Klosterstraße beim neuen Reisepass machen. Da hat alles tippitoppi geklappt und wollte euch jetzt mal hier so ein bisschen an den Alexanderplatz rumführen für die Leute, die es nicht kennen. Wir haben hier auch 2 Weihnachtsmärkte, habe jetzt ja auch schon 1, 2 geile Drohnenaufnahmen gemacht. Ich werde die vielleicht gleich nochmal losschicken, werden wir mal sehen. Aber das Wetter ist halt nicht so geile für die Drohnen, ne? Es ist ganz schön viel Akku, Connection ist schlecht. Ja, ansonsten, wie geht's euch? Was macht ihr so? Ich bin hier nur in Berlin, arbeite bei hhv.de und ja, was mache ich sonst noch? Ich relax mein Leben. Ich sammle gerade Überstunden. Ich mache einen Arbeitsvertrag mit 30 Stunden pro Woche. Das ist nichts. Das ist abgequatscht, dass ich Montag, Dienstag 8 Stunden arbeite, Mittwoch frei nehme für den Flair, dass man nur 2 Tage arbeitet, den 3. frei hat. Und dann müsste ich nur 7-7 machen für Donnerstag und Freitag, damit ich halt, ja, entspannt mache. Aber mein Plan ist es, weil ich ein schlauer Fuchs bin, dass ich jeden Tag mehr mache, also Überstunden, weil wir haben hier in Deutschland haben wir jetzt gerade auch das Einklock-System, was ich in Australien das erste Mal kennengelernt habe, dass man sich einstempelt auf Arbeit und dass die Arbeitszeit automatisch verrechnet wird. Ich find das System schon in Australien fand ich das geil. Und jetzt haben wir das hier in den deutschen Firmen auch. Und ich feiere das halt enorm. Das ist mega geil. So komme ich dann halt auch regelmäßig zu, ja, 9, 10, 11 Stunden Arbeitszeit an einem Tag, wo ich halt normalerweise 8 oder 7 Stunden arbeiten müsste. Das rappelt sich. Ich habe jetzt schon innerhalb von 1,5 Wochen 9 Stunden, vielleicht 10 Stunden Überstunden gemacht. Das bedeutet halt auch schon so, dass ich 2 Stunden pro Tag mehr mache. Mal gucken, wie lange ich das aushalte. Mein Abteilungsleiter meinte auch schon, dass er mich halt nicht hier die ganze Zeit am Arbeitsfleck haben will. Auch schon Scherze macht, wie lange bleibst du bis Mitternacht? Oder warum gehst du überhaupt noch nach Hause? Kannst du hier übernachten? Ja, also man merkt schon eindeutig, dass ich im Wareneingang übrigens festklebe. Ich bin tatsächlich wieder an die Abteilung reingekommen, wo ich vor Australien war. Ich kriege tatsächlich auch dieselben Stundenlohn wie vor Australien, obwohl ich gekündigt habe. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich wieder bei HHV arbeiten durfte. Das ist übrigens ein Hip-Hop-Vinyl. Also die bieten Schallplatten und Klamotten und Schuhe. Ich packe das mal in die Videobeschreibung, falls jemand Interesse hat, da mal abzuchecken. Und da arbeite ich jetzt gerade im Wareneingang. Bedeutet, ich nehme die Ware an, kontrolliere, ob alles da ist, ob alles korrekt ist, ob was kaputt gegangen ist während der Lieferung und schreibe mit den Großhändlern wie Sony, Universal, Warner, das sind zum Beispiel die Plattenfirmen, die Musikfirmen. Auch sowas wie Reebok, Adidas, so welche Firmen, alles. Carhartt, sowas verkauft HHV und da arbeite ich jetzt 30 Stunden die Woche. Und ich finde das sehr geil, weil so verbessere ich meine Haushaltskasse in Australien. Also kriege theoretisch meine Tickets wieder ausgezahlt. Und so brauche ich mir halt keinen Kopf um Geld machen da drüben. Irgendwann, wenn der Kurs dann auch gut ist von Euro zu australische Dollar, werde ich mir das Geld auch mal direkt auf mein Konto in Australien rüber überweisen. Damit ich, wenn ich da in Armut lebe, dass ich da gar nicht erst in Armut komme. So. Also das ist schon ganz geil. So, mein Tag ist dann halt auch Geschichte. Ich würde jetzt dann nur noch zu dem lieben Philipp zurückfahren und dann geht's ein bisschen Kekse machen. Stimmt, ich habe Kekse vorbereitet.
Das nehme ich dann auch noch auf. Das werdet ihr jetzt, genau jetzt gleich sehen. So, jetzt bin ich auch wieder daheim und nach ein paar Stunden ist draußen schon dunkel, aber hier ist unser Keksteig, wie versprochen, die Wurst hier. Jetzt geht's, der Teig ist schon fertig gemacht, der lag jetzt schon ein paar Stunden im Kühlschrank und jetzt müssen daraus nur noch Vanillekipferl und das machen wir jetzt zusammen. Schnell mal ausrollen das Ding, also eine kleine Wurst, eine kleinere Wurst packen und dann, ja, Halbmonde machen. Alles klar, dann bis gleich. Hey Leute, ich habe jetzt zwar die wichtigsten Steps, die es gibt beim Backen, einfach geskippt, übersprungen und werde euch jetzt einfach nur das Endprodukt zeigen. Allerdings ist mir aufgefallen, es war total dumm, diese Kekse zu backen, weil ich ganz genau weiß, oder mir ist ganz genau wieder eingefallen, in dem Moment, wo ich einen gegessen habe, dass ich so hart süchtig nach diesen Vanillekipferl bin. Also, und dann habe ich genug, um halt wirklich mit einem Zuckerschock zu sterben. Also, wenn wir uns nicht mehr sehen oder es keine Videos mehr gibt, dann liegt es an den Dingern. Alles klar, dann rest in peace und ich wünsche euch noch ein wundervolles Leben.